Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf dem Speed-Server, ja, und hier hat sich doch gestern noch einiges getan. Der Server hat ja zum Anfang ziemlich krass geleckt und ja, nachher gegen 0 Uhr, wirklich so gegen 0 Uhr, kurz danach lief der Server dann einwandfrei flüssig, aber bis dahin ja, war der Server fast unspielbar gewesen und ja, wir hatten gestern gelivestreamt, 13 Stunden und ich hatte doch noch ein bisschen mehr gedacht, als ich eigentlich, oder ich habe noch ein bisschen mehr gemacht, als ich eigentlich wollte. So, ich komm jetzt auch gerade frisch aus den 13-stündigen Livestream, deswegen ja, entschuldigt mich, falls ich hier mal den einen oder anderen Versprecher mir leiste, ne? Und ich bin Stufe 283 geworden. Und ja, das direkt nach 0 Uhr quasi so, ne? Also nach den ersten paar Stunden des Serverstarts. Also man kann so sagen, in den ersten 8 Stunden in etwa habe ich das Level erreicht, ne? Ja. Ich bin aber nicht der krasseste auf dem Server hier, ne? Das ist natürlich klar. Hier gibt es Leute, die noch deutlich mehr ausgerastet sind als ich. Und zwar einmal hier der Davalon mit 357, ja. Und hatten wir noch jemanden, der so hoch vom Level hierher war? Nee, ich glaube nicht. Ja, also hier oben sieht man auf jeden Fall, die Leute haben weit über 300 geschafft. Sogar der Ramster hat hier gestern richtig gut aufgeräumt. So, das Ganze ist aber nicht ganz fair passiert. So, und jetzt kommen wir zum Kasus Knacktus quasi von dem Speed-Server. Und zwar schreibt mir da mal gerne eure ehrliche Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Und zwar sind die Leute, die alle über 300 sind, teilweise ich habe da auch noch von profitiert, sind die durch einen Glitch, durch einen Bug, durch einen Fehler so hoch im Level gekommen. Und alle anderen haben dies nicht geschafft. So, die anderen, die später gespielt haben. Mit später meine ich alle, die nach 0 Uhr, 1 Uhr gespielt haben, wo der Server flüssig lief. Denn das meiste haben die Leute hier am Leveln erreicht in der Zeit, wo der Server geleckt hat. Und das hat halt dazu geführt, dass die Leute halt die Dungeons, so wie hier jetzt, richtig krass durchgespammt haben. Und dann wurden ganz viele Versuche gezählt, ne? Und da kam es dann halt auch dazu, dass die Kämpfe doppelt, dreifach, 4, teilweise 5-fach gezählt worden sind und sogar als Win registriert worden sind. Das heißt, die Leute hier oben haben teilweise 5-mal denselben Dungeon-Gegner besiegt und jedes Mal 300 Millionen Erfahrung bekommen. Und das ist halt dadurch entstanden, weil der Server gestern noch vor 0 Uhr so krass hart geleckt hatte, dass halt die Kämpfe öfter gezählt worden sind. Und dazu kam es dann, dass die Leute so enorm krass hier im Level vorangeschritten sind. Ich kann euch das Ganze nochmal beweisen. Und zwar hier haben wir beim Ramster das einmal als Beispiel. Ja, hier sehen wir erstmal nur im Gildenchat. Ja, ich weiß, manche Leute können sagen, im Gildenchat wird öfter mal was angezeigt, was nicht stimmt. Aber ich zeige euch auch nochmal gleich ein Video, dass das Ganze, oder ein Clip vom Stream gestern, dass das Ganze wirklich so passiert ist und er hier die Dungeons teilweise öfter gelegt hat. Hier zum Beispiel Zirkus des Grauens, Etage 6 hat er hier 2-mal, Etage 5 hat er 2-mal, ne? Dann hier einmal die 3 zwischendurch, dann hat er 4-mal Etage 4, ja, Zirkus des Grauens gelegt und so geht das halt die ganze Zeit weiter so, ne? Genau, und das ist halt eben dadurch passiert, die Leute haben Dungeons gespammt, der Server kam nicht so schnell hinterher und die Wins wurden öfter zusammengezählt. Ich zeige euch jetzt nochmal im Anschluss einen Clip, wo es nicht von der Hand zu weisen ist, dass die Kämpfe öfter gezählt haben, ja. Und zwar ist er in diesem Clip vorgekommen, der Ramster hat es demonstriert, er hatte 2 Dungeon-Etagen in dem Clip gelegt und hat aber 4 Gegenstände davon bekommen, durch 2 Etagen. Das heißt, die wurden ja doppelt gezählt und hat quasi 4 Gegenstände gut bekommen und auch 4-mal die Erfahrung bekommen. Hier ist der Clip. Ja, der ist aber online. So, mein Inventar ist eindeutig leer. Ja. Das siehst du ja. Ja. So, Geht's einem her? ich bin bei Etage 4. Hm.
So, Etage 6. Oh. Und ich habe 5 Items. Lol. Also noch mehr Beweis genug kann man da eigentlich jetzt nicht geben, oder? So, das Problem an der Sache ist natürlich, ist natürlich ganz cool und nice und so. Und mir hat das gestern auch Spaß gemacht, hier so hart zu pushen, weil, wie gesagt, teilweise habe ich von diesem Fehler auch noch profitieren können, so, ne? Dass ein paar Gegner mehrmals gezählt worden sind. Das Ding ist aber, wir spielen hier auf einem Server, wo Leute wahrscheinlich sehr viel Geld rein investieren werden. So. Und der Wettkampf ist natürlich dementsprechend ziemlich hoch und auch ziemlich starke Konkurrenz gilt hier. Ne? Das Ding ist aber, der Server, ihr merkt es ja jetzt, hier läuft alles rund soweit. Hier läuft alles flüssig. Ne? Gestern Abend hat man ja hier fast nicht drauf spielen können, weil das so geruckelt hatte überall, nichts hat geladen. Jetzt läuft alles flüssig. Dadurch, dass der Server jetzt flüssig läuft, werden die Dungeon Fights auch nicht mehr doppelt gezählt, ja. Das heißt, nur die Leute, die in der Zeit profitiert haben davon, wo der Server so krass geleckt hat, nur die haben halt diese Dungeon-Kämpfe öfter bekommen. So. Und das ist jetzt halt ein ziemlich krasser Vorteil für die und ein ziemlich heftiger Nachteil für alle anderen Leute, die davon nicht profitieren konnten. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, ist das Ganze noch fair? Sollte man einen Tag jetzt komplett zurücksetzen? Ich wäre persönlich dafür, weil hier geht es immerhin darum, weiß ich nicht. Also im Prinzip sind halt jetzt die ersten Leute hier durch Bugs, durch Fehler von dem Server, haben sich dadurch einen Vorteil erspielt, den andere Spieler hier niemals wieder aufholen werden. Ja, niemals werden die den in einem Monat hier aufholen. So, und das ist halt eben was, wo man sagen muss, wo es hier um sowas wie ein Profilbild geht, was dafür spricht, dass du wirklich eine krasse Leistung erbracht haben musst hier auf den Server, dass du wirklich Knowledge hast vom Game, auch wenn man hart reinpayt in Shakes and Fidget, sind Pilze nicht ganz alles, man muss auch ein gewisses Know-how auf jeden Fall damit mit sich bringen, so, ne? Das gehört immerhin auch dazu und es fließt halt wirklich sehr viel Geld in die ersten Ränge hier so, ne? Und jetzt ist halt die Frage, sollte man das Ganze so fair weiterlaufen lassen, unfair weiterlaufen lassen, weil wenn man das jetzt so bis zum Ende weiterlaufen lässt, dann hat das Ganze einen bitteren Beigeschmack. Und zwar haben sich die Leute halt eben durch diese Bugs enorme Levelvorteile erspielt gegenüber allen anderen Leuten jetzt und die können das halt nicht aufholen, weil diese Ruckler, die gibt es nicht mehr. Ja, anscheinend ist der Server gefixt und die Dungeon-Kämpfe, die zählen wieder normal. So, und das sind halt, das sind Milliarden von XP, die da wirklich Vorsprung sind und wie gesagt, in einem Monat nicht mehr aufholbar. So, was kann man machen? Man könnte ein Rollback vom Server machen, dass der Server morgen komplett nochmal neu startet, von Anfang an. Dann wäre es fair, unter fairen Bedingungen. Alle haben dieselben Voraussetzungen. Der Server leckt nicht rum, alle können spielen. Jeder hat die gleichen Chancen. Und wenn man es jetzt so weiterlaufen lässt, dann haben halt die Leute hier in dem Bereich halt eben sehr, sehr krasse Vorteile eben durch diesen Leck vom Server, der entstanden ist und die dadurch mehrfach gezählten Dungeon Fights, ne? Und ja, weiß ich nicht, das ist vom Level-Vorteil her so enorm, man kann es nicht aufholen. Ne? Man kann es nicht aufholen und deswegen hätte es aus meiner Wahrnehmung halt wirklich einen bitteren Beigeschmack, wenn man das jetzt den Monat noch zu Ende laufen lassen würde. Schreibt mir da gerne eure Meinung in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze seht. Seid ihr da meiner Meinung oder sagt ihr, ach nö, ist jetzt egal, sollen sie machen, ja. Aber ich persönlich finde es halt schade auf jeden Fall, weil das ein Server sein sollte, wo Leute natürlich, die am meisten Geld haben, werden natürlich auch ziemlich weit oben stehen, das ist klar. Aber auch die Leute, die haben sich das dann halt auch dementsprechend eben verdient. So, also regelrecht verdient haben die sich das durch den Pilzeinsatz, den sie da gebracht haben, so, ne? Ja, also bei solchen Gewinnen wie Avataren und sowas, weiß ich nicht. Ich würde es nochmal von neu starten. Soll Sonntag oder so der Server nochmal neu starten und bis Sonntag gehen. Ne? Aber ja, diese Ruckelerei gestern, das hat halt eben zu diesen Fehlern geführt.
und die Leute haben halt unaufholbare Levelvorteile. Ne? Gut, das war es soweit von mir. Trotzdem werde ich den Server natürlich noch weiterhin begleiten. Wir sind hier in der Gilde Need for Stör. Ne? Ja, hier wird mein Level noch nicht richtig angezeigt irgendwie. Ja, wie gesagt, der Ramster hat hier gut reinrasiert gestern noch, aber wie gesagt, hat halt auch eben extrem durch diesen Bug profitiert, sonst wäre er vom Level her auch nicht so weit vorne. Ne? Ich hatte ein bisschen profitiert. Ich habe, glaube ich, ja, weiß ich nicht, vielleicht so 10 Level oder so extra, 10, 20 Level vielleicht extra gemacht. Bei mir war der Server nachher aber schon, lief der flüssig und dann liefen die Dungeon Fights auch normal ab und es wurde nicht mehr doppelt, dreifach, fünffach gezählt. So, ne? Ja, trotzdem habe ich natürlich ein extrem krasses Level erreicht, ne? Das ist natürlich ganz klar. Ja, wie gesagt, wir begleiten das Ganze weiter. Ich halte euch weiterhin informiert, was da los ist. Ne? Viele haben auch gestern noch wegen den Code gefragt hier. Ne? Dort Speed, der ging natürlich gestern nicht, weil der Server an sich gestern auch nicht funktioniert hat. Ihr könnt es heute mal versuchen, ob es heute geht. Ne? Ich kann für nichts garantieren, dass da irgendwas klappt. Wenn ihr den Code eingelöst haben solltet und der schon registriert ist und ihr nichts bekommen habt und den jetzt nochmal versucht und ihr sagt, ja, das ist schon, ihr habt den Code schon eingelöst, dann ist das so, dann tut mir das leid. Durch den Serverstart ist halt gestern vieles, ist ein ziemlicher Wirrwarr entstanden und da waren halt eben auch die Codes und sowas alles von betroffen. Ne? Deswegen kann ich da nicht meine Hand ins Feuer für legen, dass ihr noch einen Code oder den Vorteil von dem Code noch überhaupt nutzen könnt, bekommen könnt. Keine Ahnung. Ja, trotzdem, wenn das weiter so läuft, hier so flüssig, dann, ich habe auch ein sehr gutes Sammelalbum mittlerweile, ich habe viel auch gepusht, ja, dann macht es auf jeden Fall Spaß weiterhin so, ne? Ich werde jetzt nicht großartig weiter auf Rekordjagd oder sowas gehen. Es macht halt vorne und hinten keinen Sinn mehr, jetzt gerade auch durch diese Bugs und sowas. Ne? Aber ja, das war es soweit. Schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Meinung in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.